Moin moin ihr Füchse und willkommen zum lang ersehnten Infovideo zum aktuellen Stand zu Port Empire. Einige unter euch werden jetzt vermutlich wissen, was jetzt kommt, da ich es bereits auf einigen Social Media Kanälen gepostet hatte, denn die Entwicklung von Port Empire wurde eingestellt und ich möchte kurz erläutern, weshalb. Nicht nur, dass Port Empire einen Rückschlag nach dem anderen erlitten hat, auch meine Motivation war dermaßen im Keller, dass ich es schon seelisch und körperlich gemerkt habe. Ich habe jede freie Minute in das Projekt gesteckt, sei es Asset-Erstellung, die Produktion der Devlogs oder den ganzen Kram drumherum. Der ganze Kram drumherum ist leider auch immer etwas, das man als Zuschauer oder Follower jetzt nicht so mitbekommt. Also es gab wirklich Tage, an denen ich nicht mal geschlafen habe, nur damit noch irgendwas fertig wird und ich was zu zeigen habe im Devlog. Und ja, mein Körper hat einfach Nein gesagt. Ich habe solche Rückenschmerzen bekommen, dass ich schon gar nicht mehr sitzen konnte vor dem Rechner, weil ich direkt nach der Arbeit, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe ja auch nebenbei noch einen Beruf, direkt an dem PC bin und quasi weitergearbeitet habe. Also nochmal 9 Stunden sozusagen. Ich hatte wirklich keine Zeit mehr für Freunde und Verwandte. Und ich spielte schon länger mit dem Gedanken, dieses Projekt zu beenden, da es in meinen Augen einfach ein zu großes Projekt war für das erste Spiel, weil es war wirklich mein erstes Spiel. Ich weiß, dass jeder diesen Fehler als Entwickler eigentlich macht, also das zu groß denken, und ich kann mich jetzt definitiv dazu zählen. Es mag jetzt sein, dass der ein oder andere enttäuscht ist von euch, was ich auch etwas nachvollziehen kann, besonders die Leute, die mich jetzt finanziell supportet haben, aber Leute, ganz ehrlich, in meinen Augen ist mir meine Gesundheit und mein Wohlbefinden wichtiger als jedes Projekt in meiner Freizeit oder Hobby. Das Entwickeln von Spielen hat als Hobby angefangen und endete eigentlich in einem Fulltime-Job. Klar ist mein absoluter Traum, das Ganze hier in Fulltime zu machen, doch aktuell habe ich bereits einen Fulltime-Job und es ist schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Vielleicht wäre Port Empire die Möglichkeit gewesen tatsächlich, dieses Hobby zum Beruf zu machen, doch um welchen Preis? Das bedeutet natürlich alles nicht, dass es jetzt das komplette Ende ist. Ich habe mich auch inzwischen schon sehr gut erholt von Port Empire und merke richtig, wie ich plötzlich wieder voller Energie bin. Es werden auf jeden Fall weiterhin geile Videos rund um das Thema Indie-Dev auf diesem Kanal kommen und ich arbeite inzwischen auch schon an einem kleineren Projekt mit, welches mir unglaublich Freude bereitet und nicht rund um die Uhr meine Aufmerksamkeit benötigt. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung, dass mir meine Gesundheit wichtiger ist als Port Empire. Solltet ihr das nicht tun, dann kann ich euch nur darauf hinweisen, diesen Kanal, sofern ihr ihn abonniert habt, bitte zu deabonnieren. Denn ich denke, ich habe eine großartige Community hier bereits aufgebaut und ich brauche hier keine Menschen, die mich als Maschine sehen. Dem Rest kann ich nur sagen, wir können gerne in den Kommentaren noch diskutieren darüber und ich gehe auf eure Fragen gerne noch weiter ein. Und ich freue mich auf weitere Videos und kleinere Projekte zusammen mit euch. Macht es gut, ihr Füchse. Ciao.